Hallihallo, ihr Lieben, ich freue mich. Habt ihr eingeschaltet zur nächsten Folge zum Thema Körpersprache des Pferdes, und zwar in Verbindung mit dem Lesen von Unbehagen und Schmerzen im Pferd, weil das Lesen der Körpersprache ist natürlich so unser gesamter Dreh- und Angelpunkt. Und darum freue ich mich sehr, du hast in der 3. Folge eingeschaltet. In der 3. Folge dieser 7-teiligen YouTube-Serie zur Körpersprache des Pferdes dreht sich alles um Gliedmaßen und Körperbewegungen. Diese ganzen Bewegungen sind besonders aussagekräftig, wenn es darum geht, Schmerzen, Unwohlsein, Frustration frühzeitig zu erkennen. Ganz viele von diesen Verhaltensweisen werden im Alltag so im Stall oft übersehen. Auch wir als CBC-Trainer hängen manchmal im Stall und denken so, müssen wir nochmal nachgucken oder nicht, und ziehen echt unsere Ethogramme raus oder vergleichen auch oft einfach mal die Videos, weil das gar nicht so einfach im Alltag zu erkennen ist und auch oft fehlinterpretiert wird. Und deshalb zeige ich euch heute anhand von wissenschaftlichen Beispielen, was ihr beachten solltet. Und in dieser Folge geht es natürlich auch, wie in den ersten beiden Folgen, wieder um alle dazugehörigen Merkmale, Schritt für Schritt, mit Bild und Video. Und am Ende der Folge weißt du, worauf du achten kannst, wenn ein Pferd auffällige Bewegungen mit den Beinen oder mit dem Körper zeigt. Diese Serie ersetzt natürlich dir nicht den Tierarzt, aber sie kann dir helfen, wie so ein Beobachtungsleitfaden, wenn man so will. Für jeden Pferdeliebhaber, Pferdebesitzer, Pfleger, Therapeuten, aber eben auch für jeden Pferdetrainer. Gucken wir mal als allererstes, was dich in diesem Video erwartet. Also, Körpersprache des Pferdes, habe ich schon gesagt. Verhaltensmerkmale beim Pferd, die auf Schmerz und Unbehagen hinweisen, schnell zu lesen. Und es geht eben heute, wie gesagt, um Gliedmaßen und um die Körperbewegungen. In der Folge 2, das machen wir jetzt hier nicht, da habe ich schon die Körperhaltung und Gewichtsverlagerungen gemacht. Wenn dich das interessiert oder du die Folge 2 noch nicht gesehen hast, dann freue ich mich natürlich, wenn du dir das anguckst. Also, let's get into it. Du hast eingeschaltet bei Andrea Kutsch, die wissenschaftlich basiert Pferde trainiert. Los geht das! Also, wir haben insgesamt 7 Folgen. Du hast jetzt für die 3. eingeschaltet. Also, wir haben in der 1. Folge Bewegungen von Kopf, Hals, Maul und Lippen. In der 2. Folge haben wir Gliedmaßen, Körperbewegungen gemacht, die im Kontext von Körperhaltung und Gewichtsverlagerung steht. Und jetzt machen wir Gliedmaßen und Körperbewegungen. Und alle anderen Folgen folgen noch. Das ist ein total spannendes Thema. Kann man sich echt wunderbar als kleinen Leitfaden hinlegen und auch immer mal wieder einschalten und zwischendurch einfach immer mal angucken, wenn man vielleicht ein Pferd im Stall hat oder auch sogar unsicher ist in irgendeiner Form oder es mal jemandem zeigen will, der vielleicht auch mal mit drauf schaut. Also wie gesagt, es gilt nicht als Diagnosetool, aber eben halt dafür, dass du ein bisschen besser hinschauen kannst und dich auch selber gut bilden kannst. So, warum ist dieser Inhalt so wichtig? Und dass man da ab und zu mal reinschaut. Also, Pferde haben ein unheimlich starkes Bedürfnis, wie wir Menschen auch, nach Schutz, Sicherheit, Geborgenheit. Und vor allen Dingen haben die eine ganz großartige angeborene Disposition, nämlich den großen Wunsch der Abwesenheit von Angst. Manche Bedürfnisse im Pferd sind etwas stärker ausgeprägt als andere und darum ergibt sich so eine eigene, ganz natürliche Bedürfnishierarchie, die man am Pferd ablesen kann. Darum sind diese ganzen Folgen zum Thema Körpersprache so super, weil wir haben ja auch Ethogramme, so nennt sich das, diese geskribbelten, wir gucken gleich in lauter Bilder rein, aber diese geskribbelten Vorgaben,
Diese Ethogramme, die helfen einem natürlich auch in Training und Ausbildung. Wir haben in der AKA Ethogramme entwickelt, die Schweifbewegungen, Kopfbewegungen, Bewegungen im Allgemeinen für uns ablesbar machen. Im Training direkt am Pferd, ja, wo wir erkennen können, oh, jetzt haben wir das gemacht, wenn der Kopf so steht, der Hals so steht, der Schweif so steht, dann bedeutet das, das und das. Und dann können wir uns genau daran orientieren. Und dann wissen wir, entweder können wir mit dem Reiz, der vielleicht Unsicherheit im Pferd auslöst, noch ein bisschen höher gehen, oder wir wissen, oh krass, das Pferd hat voll stark darauf reagiert, jetzt eine hohe Besorgnis, lass das noch mal runterfahren, lass noch mal weniger machen. Das sind diese wunderbaren Trainingsethogramme, die wir entwickelt haben. In vielen meiner Videos fließen die immer so ein. Für den Mitgliederbereich kann ich irgendwann für die Trainingspartner auch mal machen, dass sie die richtig bekommen. Aber hier lasse ich das immer so in die Videos einfließen, so wie sie kommen und wie unsere Inhalte sind. Aber hier geht es eben halt ja jetzt um das Thema Unbehagen und Schmerz. Und da ist ganz wichtig, oben rechts ist die EBEC-Pyramide drin, dazu habe ich ein Video gemacht, kannst du dir anschauen, wenn du willst. Aber die unterste Stufe ist, dass das Pferd physiologisch und emotional in der Lage sein muss, deinen Zielen für deinen Trainingsplan Folge leisten zu können. Und das bedeutet, dass alle Bedürfnisse befriedigt sein müssen, denn wenn die unbefriedigt sind, beeinflusst das Handeln des Pferdes. Und vorrangig beim Pferd ist der emotionale Zustand natürlich zu beachten. Also ist das Pferd unsicher, ist das Pferd besorgt, hat das Pferd Angst, aber eben auch das körperliche Wohlbefinden. Und dazu gehört zum Beispiel Unbehagen, Unwohlsein, Schmerz, und darum ist diese körpersprachliche Serie zum Thema Schmerz und Unbehagen so wahnsinnig wertvoll, weil das nochmal ganz anders ist als die Ethogramme, die wir sonst so im Training am Pferd benutzen, weil das sagt uns eigentlich etwas, bevor wir überhaupt in die Trainingseinheit gehen können, weil die unterste Stufe der EBEC-Pyramide, die ist eben, dass alle Basisbedürfnisse gedeckt sein müssen. Und nur wenn diese Bedürfnisse befriedigt sind, kann eine kontrollierte, zielgerichtete Trainingseinheit unter meiner Kontrolle als Trainer auch erfolgreich sein. Das ist also unheimlich wichtig, dass das Pferd sich wohlfühlt, keine Angst hat, sich nicht bedroht fühlt und uns als einen wertvollen Partner sieht. Ich zeige dir mal ein Beispiel, ist jetzt nicht so wahnsinnig aufregend, aber ein Beispiel, wie das aussehen kann, wenn die Grundbedürfnisse nicht geregelt sind. Das Pferd steht alleine auf dem Paddock. Die normalen Verhaltensethogramme würden jetzt zeigen, okay, Schweif, Halslinie und so weiter, daran kann man absehen, haben wir Neurotransmitter im Organismus, hat er Angst, kommt da Adrenalin, Cortisol, wie auch immer. Aber das ist hier heute nicht unser Thema. Wir sehen aber hier dieses Pferd, wenn das natürlich solche Signale zeigt, das Basisbedürfnis nach Schutz und Sicherheit nicht erfüllt ist, dann kann ich das eben halt auch nicht trainieren. Und ich finde, das ist so logisch, wenn man das so sieht. Da hilft jetzt auch nichts, wenn ich einen Halfter drauf zimmer und dem dann am Kopf rumzerre und sage, stell ich nicht so an, weil der ist ja emotional so aufgeladen. Und ich finde das hier so eindrucksvoll, weil daran kann man echt sehen, wovon ich rede, weil letztendlich, wenn die Bewegung, ich zeige jetzt auch so ein paar Mikrobewegungen gleich in diesen Unbehagens- und Schmerzetogrammen, die sind eben halt viel kleiner und viel weniger auffällig als jetzt das bei dem Pferd. Und aber hier sieht man so deutlich, man krass, ja stimmt, da muss man einfach echt drauf achten. Und darum fangen wir jetzt mal an, in die etwas kleineren Situationen reinzugehen. Und wir schauen uns jetzt jeweils an, einmal, wie ich es eben schon gesagt habe, die geskribbelten Bilder. Und zu jedem dieser Unbehagens- oder Schmerzaussagen, die wir in der Körpersprache der Pferde ablesen können, gibt es auch ein kleines Video. Also schauen wir uns mal das erste Bild an. Also Pferde äußern Unwohlsein eben halt oft auch, wie ich es gerade schon angedeutet habe, durch so ganz subtile Bewegungen. Es kann also auch einfach ja nur sein, das Beugen eines Beines, um kurzfristig oder kurzzeitig das Gewicht auf ein anderes Bein zu entlasten oder auf ein anderes zu geben oder das, was schmerzt, vielleicht auch zu entlasten, je nachdem, was es eben halt hat. Und
da kann das eben halt so sein. Also es ist etwas, was viele Menschen natürlich schon kennen, wenn sie ein Pferd haben, was Lahmheiten hatte oder so. Dann sieht das eben genauso aus. Die Zehe kann also den Boden berühren oder auch leicht darüber gehalten werden, oft für mehrere Sekunden, bevor dann der Huf wieder sanft abgesetzt wird. Und dieses Treten erfolgt oft in Serien mit rhythmischen Schritten im Abstand von so ungefähr einer Sekunde mit Pausen zwischen diesen Serien. Und hier kann man das im Video ganz gut sehen, wie das aussieht. Dieses kurze überm Boden halten, wieder absetzen, so im Sekundentakt. Und wenn das Pferd steht, dann auch mal wieder drauf. Aber wenn das Pferd eben halt Unbehagen oder Schmerz hat, dann tut es das eben. Und hier sieht man, dass es eben halt nicht wie eben am Anfang dauerhaft, sondern guck mal, das ist eben halt auf mehreren Gliedmaßen so. Und dann geht das wieder los. Genau. Also das kann schon mal über einen längeren Zeitraum so gehen. Und dann kann es halt auch wieder normal stehen. Darum lohnt es sich eben immer wieder genauer hinzuschauen, auch mal eine Kamera aufzustellen, je nachdem. Das nächste, was wir uns angucken wollen, ist das Heben oder Hochhalten eines Beines. Das ist ziemlich klar und eindeutig. Das wird dann oft nicht so wenig übersehen, aber es gehört zum vollen Umfang dieser Inhalte, darum muss das auf jeden Fall hier rein. Also sprich das Anheben eines Vorderbeins, wobei der Huf deutlich, etwa 20 Zentimeter oder mehr, vom Boden abgehoben wird, bevor das Bein wieder abgesenkt wird. Also ähnlich, das sieht ganz ähnlich aus wie bei einer Reaktion durch Hautreize oder Insekten. Das schauen wir uns jetzt mal an. Ist auch immer interessant zu sehen, dass sie halt das nicht dauerhaft machen. Ne? Das sind ja kleine Bewegungen, aber sie machen das mal, dann ist das so ein kleines Set. Und dann stellen sie es halt auch wieder ab. Hier, da sehen wir es. Hier sieht man eben halt, dass es auch länger mal still steht und wieder die Beine belastet, aber dann eben halt so anliftet. Also das sind schon Mikrobewegungen, ne? Aber wenn einem das auffällt, ein gesundes Pferd ohne Schmerzen, Unbehagen steht mit allen Füßen auf dem Boden und zeigt eben halt so etwas nicht unbedingt. Die schlafen oder dösen dann eben halt entsprechend. Aber diese Formen von Bewegungen sind dann eben halt doch eher selten. Das geht jetzt wieder von vorne los, das Video. Ich will das nur noch einmal bei diesem Pferd zeigen. Genau, hier sieht man das. Hier ist immer wieder, ist mal hinten rechts, mal vorne rechts, mal hinten links. Super. Okay, also da gilt es hinzuschauen, wenn du das siehst. Dann haben wir das typische Scharren als nächstes. Also das Vorschieben eines Vorderbeins mit anschließender Bewegung des Hufes geht also immer nach vorne. Und zwar entweder über oder knapp über dem Boden. In einer rückwärts ziehenden Bewegung wird häufig rhythmisch wiederholt. Gucken wir uns natürlich auch ein Video zu an. Jupp, da vorne links. Ist auch immer ein Anzeichen für etwas ist nicht so ganz in Ordnung. Immer mal beobachten, man muss auch nicht gleich in Panik verfallen, ja, bei jeder Bewegung. Aber wenn man es sieht und es einem auffällt, wenn man weiß, was normal ist und weiß, dass das Pferd normalerweise nicht so steht, dann ist es natürlich einfacher, sowas zu erkennen, als wenn man das Pferd nicht kennt. Und wenn man das Pferd nicht kennt und das kommt schon gleich so, dann ist aber auch eben super hinzugucken, vielleicht ein paar Videos zu machen, vielleicht auch an die Boxentür ein kleines Protokoll zu schreiben, das zu beobachten. Okay, es macht er alle halbe Stunde, alle Stunde macht er nur nach Bewegung, macht er aber nicht morgens oder so. Das ist immer ganz cool, wenn man eben halt für einen Tierarzt oder für einen Therapeuten eben halt dann auch ein bisschen mehr Informationen schon zur Verfügung hat.
Dann haben wir das Stampfen, plötzliches Beugen und dann kraftvolles Strecken eines Beins, wobei der Huf energetisch gegen den Boden schlägt. Ist oft auch eine Reaktion auf Hautreize. Die zittern noch so ein bisschen und schlagen damit im Prinzip ja internally alles weg. Und ich habe eben mehrere von diesen Stampfbewegungen schon gesehen, wo es dann manchmal auch so ist, krass, jetzt macht er das im Longierzirkel, sind aber eben halt dann vielleicht auch viele kleine Fliegen unterwegs. Wenn ich den aber im Stall habe und alles ist ruhig und niemand ist mehr da, oder wir machen auch einfach mal Fliegenspray dran und beobachten, ob es mit Fliegenspray auch in der Box, weil in der Box können auch diese ganz kleinen Fliegen sein, die dann so starke Hautreize aussetzen, und dann weiß man natürlich, dass es mit nichts, das nichts Schlimmes ist. Wenn es aber auch mit dem Fliegenspray und vor allen Dingen in allen Situationen, in der Halle, im Platz, im Longierzirkel, in der Box, auf dem Paddock und so weiter ist und regelmäßig vorkommt, könnte man auch mal genauer nachgucken. Diese ersten 4 Bewegungen jetzt, ja, dieses rhythmische Heben und Senken des Hufes, das Hochhalten das Hochhalten des Beines ohne irgendeinen sichtbaren Reiz und das Scharren zum Beispiel, das können auch alles, oder dieses Stomping, also dieses heftige Stampfen ohne irgendeinen äußeren Auslöser, den wir erkennen, sind das ja regelrechte Mikrobewegungen der Gliedmaßen jetzt gewesen, und die können eben halt auch Frustration mit sich bringen und zum Ausdruck bringen oder Schmerz. Wir sehen es manchmal, wenn wir junge Pferde anreiten und die echt ein bisschen Overload haben im Training. Wir reduzieren dann sofort die Einheiten, sagen, lass mal aufhören. Aber da sehen wir eben halt, dass auch manchmal, wenn das so eine Form von Frustration ist, so jetzt ist es zu viel, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich weiß nicht, was ich machen soll, und dann kann man das auch einfach rausfinden, indem man diese Trainingseinheit dann einfach mal beendet auf einer positiven Note. Natürlich nicht, dass man da aus Versehen mit den Lerntheorien das Pferd trainiert, immer zu stampfen. Das könnte dann passieren. Aber dass man eine positive Note findet, noch eine Sache macht, die kommt zum guten Ende und dann die Trainingseinheit beendet und die am nächsten Tag ein bisschen kürzer gestaltet oder den Reiz ein bisschen geringer gestaltet und dann guckt, was das Pferd eben halt jetzt macht. Und wenn man es dann wieder sieht, ja, dann vielleicht sind es Hautschwierigkeiten oder eben halt Schmerzreaktionen. Und jetzt zeige ich ein paar Schmerzreaktionen oder Unwohlseinsreaktionen mit etwas größerer Bewegung. Also jetzt haben wir so mal ein Kicking out und back, und das kann halt ein Hinweis auf Unwohlsein oder Bauchschmerz sein. Dann haben wir so ein Bocken, das sind häufig plötzliche Schmerzreaktionen, und dann haben wir so ein Rückwärtsgehen. Das sind meistens schon so richtig Schmerzsituationen, wo das Pferd versucht, sich echt stark mitzuteilen. Wir haben auch so ein Muskelzittern. Das sind also jetzt Sachen, bei denen man ein bisschen mehr sehen kann. Das ist jetzt dieses Stomping, wo man dann eben halt doch viel stärkere Reaktionen hat, die man ablesen kann. Das ist so ein lauteres dann, ne? Wenn man das Pferd jetzt auf den Untergrund wechselt, dann zeigen sie das natürlich eben trotzdem. Ja, genau das. Das muss nicht immer so sehr stark auf wechselnden Beinen kommen, kann aber. Meistens, wenn man jetzt, was ich eben erzählt habe mit dem Fliegen oder so, das sieht man dann eben halt auch ganz oft einfach nur, wenn sie da mit einem Bein im Longierzirkel meinetwegen immer so aufstampfen. Und das ist halt dann immer ein schlechter Ratgeber, jetzt loszugehen und Härte walten zu lassen und das zu korrigieren und dem Pferd irgendwas in den Mund legen, wo man dann sagt, okay, der will nur nicht für dich arbeiten oder der hat keine Lust. Ja, guck, so ist das schon fast wie so ein Weben, so stereotypisch nach hinten. Kann sich dann eben halt entsprechend auch steigern. Also fällt auf jeden Fall ein Zetogramm unter Schmerzen, Unbehagen. Wenn ich das über Tage beobachten würde, würde ich schon mal einen Tierarzt zu Rate ziehen. So, das Kicking Out habe ich gerade schon angedeutet. Wollen wir uns auch einmal kurz im Video angucken.
Und das liegt jetzt nicht daran, dass das Pferd verbunden ist oder einen Verband hat. Die meisten Studien von solchen Schmerzsituationen kommen natürlich aus Tierkliniken, nicht die Studien, aber die Szenen kommen natürlich aus Tierkliniken, weil da eben halt ja häufig Pferde eben Schmerzen haben, aber es liegt eben nicht am Verband. Würde der zeigen, wenn ich die erste Gamasche dran mache wahrscheinlich oder die erste Bandage. Das kann natürlich sein, aber dann sieht das genauso aus. Könnte ich, wenn ihr Lust habt, für den Mitgliederbereich mal was machen oder auch für euch hier eigentlich, ja, das mit der Gamasche, das schreibe ich mir mal auf, das könnte ich ja eigentlich mal nochmal irgendwo mit einbinden zu Kicking Out. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Wenn ihr da Lust zu habt, schreibt mal in die Kommentare bitte. Dann mache ich das als Zusatz. Jetzt machen wir ja erstmal 7 Folgen durch. Aber dann weiß man, an welchem Reiz es liegt. Das ist eben halt der große Unterschied. Dann haben wir das. Das will ich auch noch mal kurz zeigen. Das Video passend dazu habe ich gerade schon kurz drüber geredet. Also dieses Ausschlagen nach hinten, das ist dann eben halt immer wirklich das Heben und Strecken eines der beiden Hinterbeine nach hinten. Entweder ganz gerade zurück oder mit einer seitlichen Bewegung sieht man auch oft beim Kolikverdacht, Unwohlsein oder auch bei Bauchschmerzen. Und beim Ausschlagen in Richtung Bauch, also wo sich ein Hinterbein beugt, wobei der Huf oder das Kniegelenk in Richtung Bauch geführt wird, das kann eben halt auch Bauchschmerzen oder einen Kolikverdacht mit sich bringen. Muss nicht unbedingt, kann aber. So, dann haben wir so einen Bocken. Das fällt auch ins Unwohlsein und Schmerzhetogramm. Natürlich kann es auch sein, dass ein Pferd bei mir im Stall mal durch die Box bockt oder so. Muss ich aber trotzdem auch mal hingucken. Eigentlich sollte alles ruhig bleiben beim gesunden Pferd, bei dem, was in der Lage ist, emotional und physiologisch meinen Zielen Folge zu leisten. Das steht in der Regel ruhig und zufrieden in seiner Box, mümmelt in seinem Heu, legt sich vielleicht hin und schläft. Aber es ist eben halt nicht so wahnsinnig unruhig. Und wenn wir das sehen, und das ist vielleicht zurückzuführen auf einen hohen Eiweißgehalt, ja, es hat viel Hafer gekriegt, viel Futter gekriegt, war gestern nicht draußen oder so und jetzt werden andere Pferde rausgebracht und jetzt bockt er unzufrieden in seiner Box rum, ist das aber trotzdem ein Anzeichen von Frustration. Wenn ich es verhindern kann, unbedingt machen, lieber schon mal morgens rausbringen oder diese Stehtage eben nicht machen oder anders bewegen, einfach mal hingucken, ja, was können wir machen? Also was sehen wir bei diesem Bocken in der Box? Das ist eben halt so wechselndes Steigen, Ausschlagen, häufig in schneller Abfolge und das kann auf einen akuten Schmerz oder wie ich gerade beschrieben habe, diese Frustration hindeuten. Und oft ist das aber eine plötzliche Schmerzreaktion auch. Das kann man auch unterm Sattel beobachten. Oh, das kannte ich mal, liebe Trainingspartner, mache ich für euch Mitglieder, die als Trainingspartner bei uns Mitglied sind. Für euch mache ich im Mitgliederbereich ein Video, wie das unterm Sattel aussehen kann. Und das analysiere ich euch. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Das mache ich im Rahmen dieser kommenden und der Woche drauf. Ist vor allen Dingen sehr hilfreich für Reiter, weil das eben halt auch mal unterm Sattel passieren kann. Und das zeige ich, wie das dann aussehen kann. Okay, cool. Wälzen, ja, kennen viele in Verbindung mit Koliken natürlich. Also hinlegen, Brustlage, dann von der Seite auf dem Rücken wieder auf die andere Seite rotieren. Ich bin kein Tiermediziner, ich arbeite eng mit den Tiermedizinern natürlich zusammen. Liebe Grüße alle Tierärzte oder tierärztlichen Studierenden, die hier zugucken und vielleicht noch mal so ein bisschen über den Tellerrand gucken oder gucken, wie sie sich weiterbilden können oder so, ist eben oft darauf zurückzuführen. Ob eng mit den Tierärzten, das wollte ich eigentlich sagen, habe ich gerade kurz den Faden verloren. Und zwar wollte ich sagen, ja, oft, ich werde mal einen Podcast machen mit Tiermedizinern, oft heißt es ja dann rausholen, führen, bei Koliken nicht hinlegen. Manchmal sagt man aber auch, doch, wenn sie ruhig liegen lassen, nicht noch mehr stressen und so weiter. Aber da möchte ich mich raushalten. Meine Fachexpertise ist die Körpersprache.
wenn ich das sehe, häufiger auf und wieder runter und häufiges Wälzen, würde ich auf jeden Fall mal einen Tierarzt kontaktieren. Könnte in jedem Fall auf Bauchschmerzen hinweisen. Vielleicht auch noch auf andere Sachen. Das kann ich nicht beurteilen. Da will ich euch, wie gesagt, auch keine Plattform für eine Diagnose geben. Das ist so individuell. Aber Fakt ist, alles, was ich hier zeige in all diesen 7 Folgen, hat mit Unbehagen, Frustration oder Schmerz zu tun. Hier kommt was Interessantes, zögerndes Rückwärtsgehen des Pferdes. Ich weiß nicht, ob das schon viele von euch kennen oder viele mal gesehen haben. Das ist hier beschleunigt. Das ist so ein zögerndes Rückwärtsgehen, so als ob das Pferd dem Unwohlsein oder dem Schmerz entkommen möchte. Gehört auf jeden Fall ins Etogramm. Geht einfach rückwärts immer wieder durch die Box. Hier ist es beschleunigt, es geht viel langsamer. Aber, also es ist 10-mal die 10-fache Geschwindigkeit. Wenn man aber sieht, dass ein Pferd immer rückwärts geht in der Box, dann wissen wir, dass das in dieses Schmerz- und Unwohlsein-Etogramm gehört. Okay, cool. So, Zittern der Gliedmaße gibt es auch. Das sind so rhythmische Muskelzuckungen. Und die sind sichtbar, sind dann so bebende Gliedmaße. Ist oft ein Hinweis auf Muskelerschöpfung oder auch eine Schmerzvermeidung. Muss man mal gucken, ob man wirklich vielleicht zu viel trainiert hat. Ist das Pferd erschöpft? Muss ich weniger machen? Mineralmangel? Hat es alles? Da sieht man das, genau. Auch oft sichtbar nach dem Sport. Sollte nicht sein. Ist Unbehagen, können wir vermeiden. Vielleicht ein verbessertes Konditionstraining, regelmäßigeres Training für den Bewegungsapparat. Vielleicht gibt es auch Muskelgruppen, die nicht gut gestärkt sind, dass man was machen muss mit der Gymnastizierung. Doppellonge mache ich noch super coole Videos zu. Dass man die Pferde wirklich rundum gut gymnastiziert, das ist das A und O, um so etwas zu vermeiden. So, also ich möchte noch mal einmal kurz sagen, ja, dass vielleicht auch ihr mal so ein bisschen nach so kumulierten Sachen guckt, ja, also so kleine Interpretationen, nicht als Ersatz für einen Tierarzt, aber hinschauen. Wenn man so ein paar Einzelsignale als Schmerzbeweis beobachtet und das vielleicht noch mit anderen Verhaltensweisen clustern kann, also zum Beispiel das Stepping, das Pawing und das Trampling eben, könnte das ein Anzeichen, wenn ich das Kumulieren zusammen clustern kann und das taucht so auf, könnte ich mal eher naheliegend den Orthopäden zum Rate ziehen. Wenn ich dieses Kicking, das Backing und das Groaning habe, dann habe ich eher einen Kolikverdacht. Also meine große Empfehlung dabei ist auf jeden Fall die Beobachtung über einen längeren Zeitraum, damit ich da wirklich einen guten Tierarzt einem Tierarzt eine gute Instruktion gehen kann, sozusagen. Das ist jetzt eben halt hier nochmal dieses Flinching. Also das ist so ein plötzliches reflexartiges Zusammenziehen der Muskulatur. Und das ist meistens die Reaktion auf einen Schmerzreiz. Das, genau. Oh, ich sehe. Okay. Hoffe ich natürlich, dass ihr all diese Sachen nicht zu beobachten bekommt oder nur sehr selten. Dann kommt das Thema Dehnen. Und beim Dehnen haben wir das gehört, so wie ich es hier drin habe, auch entsprechend in das Unbehagens- oder Schmerzhetogramm. Ich spiele das hintereinander weg. Da haben wir das mit dem Kopf. Also das ist das oben links. Nochmal einmal gezeigt. Wenn er jetzt morgens gelegen hat und aufsteht und das einmal morgens macht, weil er sich streckt,
auch alle 4, dann ist das natürlich kein Problem. Aber wenn du das häufiger bei deinem Pferd beobachtest, dann mal gucken. Das sehen wir nicht so gerne. Das sehen wir auch bei Koliken manchmal, ne, wenn das vorher so kommt. Sieht schon ein bisschen anders aus, ne, als so das normale Strecken. Das ist hier das zweite links. Und dann haben wir hier das dritte links. Wenn so Einzelgliedmaßen ausgestreckt werden, jetzt kommt das. Und der Kopf gleichzeitig hoch, ne? Das jetzt kumuliert schon. Dann geht das hier noch weiter. Das ist das auf der rechten Seite eben auf dem Bild. Kommt auch Leckenkauen gerade. Also das ist diese Kopfkrümmung. Mal gucken, Lecken, Kauen, das ist ein Zeichen, was ja oft auch Schmerz signalisiert. Das habe ich in der Folge 1 drin. Auch interessant, ne, dass man das also bei diesem Kopf hoch ist eben halt das Anheben und das Zurückziehen des Kopfes in Richtung Schweif. Also das haben wir jetzt gerade schon gesehen. Und mit so einem nach unten gewölbten Rücken. Und hier haben wir eben halt beim zweiten dieses tiefe Bauchdehnen, also die Vorderbeine ganz nach vorne gestreckt, Schultern Richtung Bogen, Rücken nach unten gewölbt. Und hier haben wir eben halt nochmal die Hinterbeinstreckung, also Hinterbein wird nach hinten gestreckt und das geht eben oft in Kombination mit dieser Halskrümmung. Und dann haben wir eben halt nochmal einmal diese Halskrümmung. Das heißt, der Hals wird gebogen, Nase zur Brust, Rücken nach oben gewölbt. Cool! Super, ich hoffe, das hilft euch und ich hoffe, dass ihr das gut findet. Bitte lasst mir ein Like da. Wenn ihr es jetzt noch nicht geliked habt, aber immer noch zuschaut, dann bitte unbedingt jetzt das Like drücken. Aber noch nicht wegklicken, weil ich habe noch einen kleinen Abspann für euch, also diese Take-Home-Message sozusagen. Immer im Kopf haben, Bewegung ist die Sprache des Pferdes. Ich kann das gar nicht oft genug betonen. Darum haben wir so viele Ethogramme entwickelt. Und Körpersprache erkennen bedeutet auch die Gesten und die Signale des Pferdes richtig zu deuten, zu erkennen und auch wahrzunehmen. In der Ruhe zu sein, sich zu sammeln und es einfach mal wahrzunehmen, hinzuschauen, Protokolle zu führen. Wann macht mein Pferd was? Wie ist mein Pferd in seiner Baseline, in seinem normalen Verhalten? Und diese Bewegungen, die wir jetzt heute gesehen haben oder in allen 7 Folgen sehen, die sind oft schwer zu deuten. Aber wenn du weißt, worauf du achten musst, und ich hoffe, dafür ist dir das so ein bisschen ein kleiner Verhaltenskatalog, wenn du weißt, worauf du achten musst, dann kannst du auch frühzeitig erkennen, ob dein Pferd Schmerzen oder Unwohlsein hat. Also beobachte dein Pferd aufmerksam, nimm dir Zeit für die Details. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und natürlich möchte ich dich bitten, unbedingt gerne noch erstmal meinen Danke entgegenzunehmen fürs Zuschauen und dann bitte auf keinen Fall vergessen, Kanal abonnieren, für neue Inhalte Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen, Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat und wenn du Mitglied werden möchtest, weil ich mache mehrere Videos hier aus diesen Folgen noch für Pferdefreund-Mitglied und für die Trainingspartner und wenn du noch mehr Inhalte haben willst, dann kannst du ja auch einmal bei uns auf die Webseite gehen, www.andreakutscherakademie.com. Da gibt es natürlich Seminare, Lehrgänge und all so ein Kram. Aber erstmal vielen, vielen Dank und freue dich auf Folge 4. Unbedingt wieder einschalten. Danke, dass du hier gewesen bist und ich hoffe, es hat dir gefallen.